Hallo an alle Ritter und Hofdamen, hier ist der Carsten und ich habe ein kleines Update für euch aus meiner Mittelalterwelt. Wie ihr sehen könnt, hat es unser Löwenritter hier endlich geschafft, seinen Wachturm fertig zu bauen. Das hat sich auch schon rumgesprochen, deswegen kam auch sein Chef vorbei, nämlich der Baron hier mit dem Pferdchen. Und der wollte sich mal angucken, wie das Ganze so geworden ist. Ja, und ich würde sagen, das machen wir auch mal. Ich habe den Turm jetzt mal von der Mittelalterwelt runtergenommen. Dann können wir ihn hier besser auseinanderpflücken. So, ich mache das auch gleich mal. Der Turm hat eine Stammbesatzung, sage ich mal, von 2 Rittern. Das ist er hier, der Baumeister. Der hat jetzt allerdings sein Werkzeug gegen eine Armbrust eingetauscht, damit er auch fleißig die Umgebung beschützen kann. Und hier sein Kumpi, den Suffkorb, der den ganzen Tag nur da sitzt und Bier säuft und angelt. Den kennt er ja schon aus meinen anderen Videos. So, kommen wir mal zum Turm. Und zwar hier unten die Grundkonstruktion, relativ simpel. Brickbuild mit Befestigung hier an der Seite. Eine Tür zum Öffnen und zum Schließen. Auf Interieur habe ich jetzt mal weitestgehend verzichtet. Das Ding steht ja in der Mittelalterwelt rum und ist nicht zum Spielen gedacht. Von daher ist da jetzt einfach nur eine Leiter drin, die in die nächste Etage führt. Die nächste Etage kann man mit 2 Noppen hier draufsetzen, geht also relativ easy. Die hat an der Seite, genau wie die erste Etage auch, jeweils Schießscharten. Und auf der Rückseite ein Fenster zum Öffnen und zum Schließen. Gleich ins Prinzip drinne, einfach nur eine Leiter, um in die letzte Etage zu kommen, also quasi in die Spitze des Turms. So, genau. Und da habe ich eine relativ starke Zinnen hier oben drauf gebaut, damit er hier auch recht sicher ist. Ich habe das Ganze auch bewusst recht simpel gehalten, weil ich möchte den Löwenrittern ja noch eine etwas größere Befestigungsanlage bauen und das sollte auch schon irgendwie einheitlich aussehen. Und von daher habe ich jetzt darauf verzichtet, das Ganze möglichst kompliziert zu bauen, damit ich das Ganze halt auch später in der größeren Befestigungsanlage durchhalte und da keine Probleme bekomme. So, und das ist der ganze Turm auch schon. Ich würde sagen, als Wachturm völlig ausreichend. Ja, und ich baue den jetzt mal wieder in der Mittelalterwelt ein. Vorher sage ich noch Tschüss. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren Projekten. Macht's gut. Bis zum nächsten größeren Update. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis denn.